7 Beetfehler im August, die deine Stauden jetzt schwächen. Dein Staudenbeet kann im August noch voller Blüten stehen und trotzdem gerade wichtige Kraft für den Herbst und das nächste Frühjahr verlieren. Schuld sind oft nicht Hitze oder Trockenheit, sondern gut gemeinte Pflegefehler. Ein falscher Gießrhythmus, der falsche Rückschnitt oder Dünger zur falschen Zeit. In diesem Video zeige ich dir 7 typische Augustfehler, die du jetzt noch korrigieren kannst. So hilfst du deinen Stauden, gesund durch den Spätsommer zu kommen und im nächsten Jahr kräftiger auszutreiben. Bleib besonders bei Fehler Nummer 5 dran. Er wirkt zunächst harmlos, kann frisch umgesetzte Stauden aber innerhalb weniger Tage stark schwächen. Erstens, Fehler Nummer 1, jeden Tag nur ein bisschen gießen. Wenn es warm und trocken ist, greifen viele Gartenfreunde täglich zum Gartenschlauch. Dabei bekommt jede Pflanze nur einen kleinen Schluck Wasser. Das wirkt fürsorglich, kann Stauden aber langfristig schwächen. Wird immer nur die oberste Erdschicht feucht, bleiben auch die Wurzeln dicht unter der Oberfläche. Dort trocknet der Boden besonders schnell aus. Die Pflanzen werden dadurch immer abhängiger vom täglichen Gießen und reagieren empfindlich, sobald du es einmal vergisst. Besser ist es, seltener, dafür aber gründlich zu wässern. Das Wasser sollte tief in den Boden eindringen, damit die Stauden angeregt werden, ihre Wurzeln weiter nach unten wachsen zu lassen. Gieße möglichst direkt im Wurzelbereich und nicht großflächig über Blätter und Blüten. Nasse Blätter trocknen bei schwülem Wetter oft nur langsam ab und können Pilzkrankheiten begünstigen. Der frühe Morgen ist meistens der beste Zeitpunkt. Dann ist der Boden noch kühl. Weniger Wasser verdunstet und die Pflanzen können sich auf den heißen Tag vorbereiten. Kontrolliere nach dem Gießen ruhig einmal mit dem Finger oder einer kleinen Handschaufel, wie tief die Erde wirklich feucht geworden ist. Der einfache Merksatz lautet, lieber seltener und durchdringend als täglich, nur oberflächlich. So bilden deine Stauden tiefere Wurzeln und kommen später auch mit längeren trockenen Phasen besser zurecht. Zweiter Fehler. Nummer 2. Im August noch kräftig düngen. Im Frühjahr brauchen viele Stauden Nährstoffe für Austrieb und Blütenbildung. Im August sieht die Situation jedoch anders aus. Eine kräftige Düngergabe mit viel Stickstoff kann jetzt dazu führen, dass die Pflanzen noch einmal sehr weiche, frische Triebe bilden. Diese jungen Triebe reifen bis zum Herbst möglicherweise nicht mehr ausreichend aus und können empfindlicher auf Kälte und Krankheiten reagieren. Besonders ungünstig sind schnell wirkende Universaldünger, die auf kräftiges Wachstum ausgelegt sind. Sie sorgen zwar kurzfristig für frisches Grün, bereiten die Stauden aber nicht unbedingt gut auf das Ende der Gartensaison vor. Das bedeutet nicht, dass ab August grundsätzlich überhaupt nicht mehr gedüngt werden darf. Stark zehrende Kübelpflanzen oder Pflanzen mit langer Blütezeit können weiterhin eine angepasste Versorgung benötigen. Bei vielen eingewachsenen Gartenstauden reicht es jedoch, den Boden leicht mit reifem Kompost zu verbessern oder bis zum nächsten Frühjahr auf eine weitere Düngung zu verzichten. Der Verzicht auf eine späte, stickstoffreiche Düngung sorgt dafür, dass vorhandene Triebe besser ausreifen, statt kurz vor dem Herbst noch weiches Wachstum zu bilden. Beim nächsten Fehler entscheidet der Griff zur Gartenschere darüber, ob einige Stauden noch einmal blühen oder ob du ihnen wertvolle Samenstände und Winterstruktur nimmst. Dritter Fehler. Nummer 3. Alle Stauden gleich zurückschneiden. Im August sehen manche Pflanzen bereits etwas zerzaust aus. Verblühte Stängel kippen um, einzelne Blätter werden gelb und das Beet wirkt weniger ordentlich als noch im Juni. Der schnelle Griff zur Gartenschere ist verständlich. Doch nicht jede Staude sollte jetzt auf die gleiche Weise behandelt werden. Einige Pflanzen können nach einem gezielten Rückschnitt tatsächlich noch einmal austreiben oder eine zweite, etwas kleinere Blüte bilden. Dazu gehören je nach Sorte und Standort beispielsweise Katzenminze, Steppensalbei oder Frauenmantel. Andere Stauden bilden attraktive Samenstände, die im Herbst und Winter Struktur ins Beet bringen und Vögeln Nahrung bieten. Schneidest du alles radikal bis zum Boden zurück, verschwinden diese Vorteile. Entferne deshalb kranke, matschige oder stark umgeknickte Pflanzenteile. Gesunde Stängel und stabile Samenstände können häufig stehen bleiben. Mit einem gezielten statt radikalen Rückschnitt bekommst du im besten Fall eine zweite Blüte und erhältst gleichzeitig wertvolle Strukturen für Tiere und den Wintergarten. Fehler Nummer 4. Den Boden völlig ungeschützt lassen. Offener Boden heizt sich in der Sonne stark auf und verliert schnell Feuchtigkeit. Besonders nach dem Entfernen von Unkraut oder verblühten einjährigen Pflanzen entstehen im August häufig kahle Flächen. Eine dünne Mulchschicht kann helfen, die Feuchtigkeit im Boden zu halten und starke Temperaturschwankungen abzumildern. Geeignet sind zum Beispiel gut angetrockneter Rasenschnitt in sehr dünner Schicht oder gehäckseltes Pflanzenmaterial. Doch auch beim Mulchen gibt es einen typischen Fehler.
Das Material wird direkt an die Pflanzenbasis geschoben und liegt dick auf den Austriebspunkten. Dadurch kann sich Feuchtigkeit am Wurzelhals stauen. Empfindliche Stauden reagieren darauf mit Fäulnis oder einem geschwächten Austrieb. Lass deshalb rund um die Pflanzenbasis etwas Platz. Der Boden soll geschützt sein, aber die Staude darf nicht unter einer dicken Mulchschicht verschwinden. Entferne vorher außerdem hartnäckige Wurzelunkräuter. Mulch bremst neue Keimlinge, beseitigt aber keine bereits tief verwurzelten Unkräuter. Richtig gemulcht bleibt der Boden länger feucht, du musst weniger gießen und neue Wildkräuter haben es schwerer, ohne dass der Wurzelhals unter feuchtem Material verschwindet. Und jetzt kommt der angekündigte Fehler Nummer 5. Viele Gartenfreunde glauben, der August sei grundsätzlich ein guter Pflanzmonat. Doch an den falschen Tagen kann genau das frisch gesetzte Stauden besonders stark schwächen. Fehler Nummer 5. Stauden während einer Hitzeperiode teilen oder umsetzen. Der August kann ein guter Zeitpunkt sein, bestimmte verblühte Stauden zu teilen oder neu zu pflanzen. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Augusttag dafür geeignet ist. Während einer Hitzeperiode oder bei sehr trockenem Boden geraten frisch geteilte und umgesetzte Pflanzen schnell unter starken Stress. Beim Ausgraben verlieren sie einen Teil ihrer feinen Wurzeln. Gleichzeitig müssen die verbleibenden Wurzeln Blätter und Triebe weiterhin mit Wasser versorgen. Selbst regelmäßiges Gießen kann diesen Verlust nicht immer sofort ausgleichen. Warte deshalb möglichst auf eine kühlere Wetterphase mit bedecktem Himmel. Ideal sind Tage, an denen anschließend milde Temperaturen oder etwas Regen angekündigt sind. Musst du eine Staude trotzdem bei warmem Wetter pflanzen, dann bereite alles gut vor. Wässere den Wurzelballen gründlich, lockere das Pflanzloch, setze die Pflanze ohne lange Verzögerung ein und gieße sie sorgfältig an. Eine vorübergehende Beschattung kann empfindlichen Pflanzen zusätzlich helfen. Große Teilungsaktionen solltest du verschieben, wenn der Boden hart, trocken und aufgeheizt ist. Der wichtigste Unterschied ist also nicht das Kalenderdatum, sondern das Wetter. Wartest du auf einige kühlere, möglichst bedeckte Tage, haben frisch geteilte oder gesetzte Stauden deutlich bessere Chancen, neue Wurzeln zu bilden, bevor sie wieder mit Hitze und Trockenheit kämpfen müssen. Fehler Nummer 6: Mehltau und kranke Blätter. Einfach ignorieren. Im Spätsommer zeigen sich an vielen Stauden erste Blattflecken, gelbe Blätter oder ein weißlicher Belag. Manche Pflanzen ziehen ältere Blätter ganz natürlich ein. Ein weißer, mehlartiger Belag, dunkle Flecken, faulige Stellen oder stark verformte Blätter können aber auf eine Erkrankung hindeuten. Entferne deutlich befallene Blätter möglichst frühzeitig und lass sie nicht dauerhaft auf dem Beet liegen. Verwende sauberes Werkzeug und reinige die Schere, bevor du damit an einer anderen Pflanze weiterarbeitest. Auch ein zu dichter Pflanzenbestand kann Probleme verstärken. Wenn Blätter ständig aneinander liegen und nach Regen kaum abtrocknen, entsteht ein günstiges Klima für verschiedene Pilzerkrankungen. Du musst deshalb nicht sofort ganze Stauden entfernen. Oft reicht es, abgestorbene Pflanzenteile auszuschneiden, einzelne Triebe auszulichten und für eine bessere Luftzirkulation zu sorgen. Achte auch beim Gießen darauf, die Blätter möglichst trocken zu halten. Die Pflanzen brauchen Wasser an den Wurzeln, nicht auf den Blättern. Der Nutzen ist doppelt. Du bremst die Ausbreitung möglicher Krankheiten und hilfst gleichzeitig den gesunden Pflanzenteilen, schneller abzutrocknen. Der letzte Fehler hat weder mit Gießen noch mit Dünger zu tun. Trotzdem entscheidet er darüber, wie viel Arbeit du im nächsten Frühjahr mit deinem Beet haben wirst. Fehler Nummer 7: Die Warnzeichen für das nächste Gartenjahr übersehen. Viele Gartenfreunde kümmern sich im Frühjahr besonders aufmerksam um ihre Beete. Im August lässt diese Aufmerksamkeit nach. Dabei zeigt dir das Beet gerade jetzt besonders ehrlich, welche Pflanzen am falschen Platz stehen, welche zu viel Wasser brauchen und wo im nächsten Jahr erneut Probleme entstehen werden. Welche Stauden kippen immer wieder um? Welche Pflanzen stehen zu dicht? Wo entstehen kahle Stellen? Welche Sorten kommen mit Hitze und Trockenheit gut zurecht? Und welche Pflanzen brauchen deutlich mehr Wasser als der Rest des Beetes? Mach dir ein paar kurze Notizen oder fotografiere das Beet aus verschiedenen Blickwinkeln. Im Frühjahr sehen viele Probleme wieder ganz anders aus und werden dann leicht vergessen. Vielleicht muss eine hohe Staude im Herbst oder Frühjahr weiter nach hinten gesetzt werden. Vielleicht braucht eine Pflanze mehr Platz. Oder eine kahle Stelle könnte mit einer robusten, trockenheitsverträglichen Staude geschlossen werden. 5 Minuten mit dem Handy reichen, fotografiere kahle Stellen, umgekippte Stauden und besonders robuste Pflanzen. Aus diesen Bildern entsteht dein Arbeitsplan für Herbst und Frühjahr.
und du musst dich Monate später nicht mehr daran erinnern, wo genau das Problem lag. Die meisten Beetfehler im August entstehen nicht durch Vernachlässigung, sondern durch Pflege zur falschen Zeit. Prüfe deshalb in den nächsten Tagen 3 Dinge. Ist der Boden auch unter der Oberfläche feucht? Welche Stauden brauchen wirklich einen Rückschnitt? Und gibt es kranke oder zu dicht stehende Pflanzenteile, die du jetzt entfernen solltest? Wenn du nur diese 3 Punkte kontrollierst, schützt du dein Beet vor vielen Spätsommerschäden und ersparst im nächsten Frühjahr unnötige Arbeit. Welcher dieser 7 Fehler ist dir schon einmal passiert? Oder hast du einen eigenen Augustfehler erlebt, vor dem du andere Gartenfreunde warnen möchtest? Schreib es gerne in die Kommentare. Und wenn du jetzt noch neue Stauden setzen möchtest, schau dir als nächstes das passende Garten-Lea-Video an. Dort zeige ich dir, welche Stauden im August noch ins Beet dürfen und worauf du beim Pflanzen achten solltest.